Heute zeige ich euch, wie ihr so ein leckeres Pfannenbrot ganz einfach selber machen könnt. Wir brauchen dafür ganz wenige Zutaten, und zwar einmal 6 Gramm Hefe und 1 Teelöffel Zucker, 400 Gramm Mehl. Ich habe hier Weizenmehl 405, ihr könnt aber auch 550 nehmen, und 240 Milliliter heißes Wasser. Die Trockenhefe und den Zucker vermischen und in das Schälchen kippen. Ich rühre das jetzt einmal um. Und hier gebe ich jetzt die 240 Milliliter heißes Wasser drauf. Einmal umrühren. Und dann warten wir, bis sich die Hefe aktiviert hat. Das dauert nur 1-2 Minuten. Die Hefe ist jetzt startklar. Jetzt habe ich hier das Mehl, 400 Gramm, und 1 Teelöffel Salz. Den gebe ich da drauf und hebe das so ein bisschen unter. Und ich gebe jetzt das Mehl darauf. Wenn ihr keine Küchenmaschine habt, das ist überhaupt kein Problem, einfach das Mehl in das Schälchen kippen und von Hand verkneten. Das ist wirklich, das könnt ihr genauso machen, das ist kein Problem. Aber ich mache das jetzt mit der Küchenmaschine, weil es einfach praktischer ist. Der Teig ist jetzt fertig. Der ist von der Konsistenz her so, dass er schön elastisch ist, aber er klebt nicht an den Fingern und er darf auf keinen Fall zu trocken sein. Ich decke das jetzt ab und stelle das an einen warmen Ort und lasse das ungefähr 30 Minuten ruhen. Ich habe das Brot jetzt ungefähr eine knappe Stunde gehen lassen. So sieht der Teig jetzt aus. Oh, der ist super schön elastisch. Den knete ich jetzt noch mal durch. So, dann nehme ich mir eine Pfanne. Gebe ein bisschen Öl darauf. Wenn ihr den Teig noch mal so durchknetet, braucht ihr auf keinen Fall die Arbeitsplatte bemehlen, weil ihr seht, der Teig klebt überhaupt nicht. Er ist aber auch nicht trocken, er hat wirklich die perfekte Konsistenz. Und jetzt gebe ich den Teig hier rein und dann nehme ich ein bisschen Wasser und beträufel damit die Oberfläche, damit das schön feucht bleibt und uns die Oberfläche nicht austrocknet. Der Teig sieht dann richtig schön geschmeidig aus. Und das decke ich jetzt zu und das stelle ich jetzt für 20-30 Minuten an einen warmen Ort. So, ich habe das Brot jetzt noch mal ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde stehen lassen. Ich versuche das mal zu öffnen, ohne dass mir der Teig kleben bleibt. Na, das wird schwer. So. Ich mache das ganz unterschiedlich. Manchmal mache ich den Teig fertig und forme den sofort in der Pfanne, lasse das in der Pfanne gehen und brate das an. Manchmal lasse ich den Teig noch mal ein bisschen gehen, knete den dann noch mal, so wie jetzt im Video. Das mache ich je nach Zeit, aber beides funktioniert und beides klappt gut. Ich stelle das jetzt auf mittlere Temperatur. Ich habe 9 Stufen und stelle es jetzt auf 5,5. Ich hatte ja vorher die Pfanne geölt. Und jetzt mache ich den Deckel drauf und brate das Brot jetzt an, jeweils 10 Minuten von jeder Seite, und insgesamt lasse ich es pro Seite eine halbe Stunde braten. Ich glaube, ich wechsle auch gleich die Pfanne. Boah.
Ich muss mal schauen, ob ich gleich eine größere Pfanne nehme. Keine Ahnung, aber das scheint mir doch ein bisschen knapp zu sein. So, und jetzt warten wir 10 Minuten und dann wenden wir das. So, die ersten 10 Minuten sind jetzt rum und ich wende das Brot jetzt mal. So, auch hier wieder Öl einpinseln. Nehme ich hier das Brot, stülpe es über den Teller, über die Pfanne und dann kann ich das da reinkippen. Jetzt nehme ich noch mal ein bisschen Öl und schmiere hier die Oberfläche ein. Deckel drauf und wieder 10 Minuten braten lassen. So, wenn ihr seht, dass sich hier so Kondenswasser bildet, dann einfach wegwischen und den Deckel wieder drauf. Aber wir müssen das Brot jetzt sowieso wenden. Und den Deckel wieder drauf. Okay. So, ich wende das Brot jetzt noch einmal. Und dann sollte das eigentlich durch sein. So, das Brot müsste jetzt durch sein. Das sieht super aus. Schön weich. Das Brot war jetzt, ich würde sagen, ungefähr 40, 50 Minuten drin. Ich habe es alle 10 Minuten gewendet. Und jetzt hole ich es raus. Das Brot ist jetzt fertig. Ich lasse das jetzt auskühlen und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an, wie das von innen aussieht. Aber ich sehe jetzt schon, das wird super. Es ist auf jeden Fall schön weich. Es ist knusprig auch. Und jetzt reißen wir das mal an. So sieht das von innen aus. Schön aufgegangen, ganz weich, aber es ist trotzdem ein bisschen knusprig. Ja, so sieht das Brot von innen aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was für ein Brot ihr euch als nächstes wünschen würdet. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video verpasst. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst es euch schmecken und berichtet doch bitte, wie das Brot bei euch geworden ist. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir einfach in den Kommentaren. Ich antworte euch dann und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.